Das hier soll sie sein, die neue leichteste 10.000er Powerbank der Welt. Und diesmal nicht von Nitecore, sondern von Flextail. Genau dem Flextail, das wir eher mit diesen winzigen Luftpumpen bisher verbinden. Nur 145 Gramm, unglaublich dünn und mit einem Effizienzmodus, der angeblich bis zu 30% mehr reale Laufzeit herausholt. Und wenn das stimmt, dann wäre das ein echtes Upgrade für Ultraleicht-Tracking und Bikepacking. Und deswegen schauen wir uns heute ganz genau an, was davon wirklich stimmt, welche Vorteile das neue Modell bringt, aber auch, wo ganz klar die Grenzen liegen. Und am Ende vor allem, wie sie sich im konkreten Vergleich mit den direkten Konkurrenten der Nitecore NB10000 schlägt, welchem Flextail hiermit ganz klar den Kampf ansagen möchte. Okay, erstmal vorausgesagt, ich habe keine Verbindung irgendwie zu Flextail und diesem Modell, habe mir das selber jetzt vor kurzem gekauft. Letzte Woche kam es endlich an. Es gab jetzt eine große Kickstarter-Kampagne in den letzten Monaten. Da kam wirklich die überraschende Meldung im Sommer, dass Flextail jetzt auch so ein bisschen an diesen Akkus arbeitet. Und die Kampagne hat über die letzten Monate 220.000 € gesammelt, war damit ein richtiger Erfolg. Und jetzt wurden quasi im Oktober, Anfang November die ersten Modelle hier in Deutschland ausgeliefert. Ich hatte Glück, eins zu bekommen. Man musste dort mit $40 ungefähr unterstützen. Das Modell wird $50, also zwischen 40 und 50 € wahrscheinlich kosten. Das Gewicht wird mit 145 Gramm, wie gesagt, beworben. Und das können wir erstmal ganz leicht als erstes testen. 146 nach dieser Waage, also 1 Gramm drüber. Da kann man von der Toleranz natürlich ausgehen. Das ist voll in Ordnung. Ich hatte schon Modelle, die dann teilweise 8 bis 10 Gramm drüber waren. Das finde ich klar in Ordnung. Und da ist schon mal auf jeden Fall gegeben, dass es jetzt die leichteste Powerbank ist. Gerade wenn man es mit der aktuellen Nitecore 10.000 dritten Generation vergleicht. Da sparen wir ganze 6 Gramm. Die Dicke ist auch ein bisschen geringer, 9,9 Millimeter. Und damit passt das Modell hier natürlich überall hin, in jede Tasche, für jeden Trailrun, für jede Tour, auch in jede Bike-Tasche und ist wirklich super kompakt. Was direkt auffällt, ist natürlich erstmal der generelle Aufbau. Sie ist nicht komplett viereckig, sondern hat hier oben ein bisschen gespart, vielleicht aus Gewichtsgründen. Da versteckt sich dann auch der Ein- und Ausschalter, sodass man über diesen Indikator hier klar diesen Ladestand sehen kann. Das gibt's bei den Nitecore-Modellen auch, dass man da 4 Punkte hat, um dann immer sagen zu können, unter 25, unter 50, unter 75, unter 100. Manche, die Modelle von Inui, die wir uns angeschaut hatten, oder von Ansmann, die haben da wirklich auch Prozentangaben. Es reicht aber für den normalen Gebrauch, finde ich, immer diese normalen Punkte hier zu haben, gerade wenn man da noch wirklich auf jedes Gramm achten möchte. So ein Display wiegt natürlich auch immer ein bisschen. Direkt auffällig ist natürlich auch positiv hervorzuheben, das Design hier, das Flextail-Logo in der Mitte und das Material, das schimmert hier im Licht sogar so ein bisschen. Das ist natürlich auch Carbon, genau wie bei den Nitecore-Produkten, aber ihr seht schon, da gibt es einen Unterschied. Bei den Nitecore-Sachen haben wir meistens ein sogenanntes verwobenes Carbon. Das ist ein bisschen aufwendiger zu produzieren, wird quasi ineinander gelegt und hat dann wirklich gerade eine höhere Reißfestigkeit. Hier redet man von dem sogenannten Forged Carbon, hat kürzere Fasern, die quasi immer übereinander liegen und das auch zufällig. Flextail sagt wirklich, dass es dann ein bisschen struktureller, robuster noch ist. Das kann auch stimmen, aber man macht es ehrlicherweise hauptsächlich, weil es ein bisschen günstiger auch zu produzieren ist, denn diese Art von Herstellung kann man dann automatisieren und vielleicht kommen wir auch so auf einen etwas geringeren Preis im Vergleich zu den Nitecore-Modellen. Und was man nicht bestreiten kann, ist, dass es natürlich sehr, sehr cool aussieht. Auch wird das häufig irgendwie bei Rennautos verwendet oder alles, was im Thema Weltraum anzusiedeln ist. Deswegen finde ich es eigentlich von der Optik hier sehr ansprechend. Auf beiden Seiten hat man das und der Rahmen, der ist ja aus einem Kunststoff gehalten, was auch völlig in Ordnung ist, denn da müssen natürlich gewisse Lücken rein für die Ports. Wenn wir schon bei den Ports sind, kein USB-A, wie man das noch bei älteren Modellen hier bei den Nitecore hatten, sondern zweimal USB-C. Da muss man sich natürlich darauf einstellen, das muss man wissen und dann natürlich gegebenenfalls einen Adapter mitnehmen oder seine Elektronik so einstellen, dass man wirklich nur mit USB-C auch klarkommt. Auch haben wir wirklich die üblichen Zertifizierungen. Die Powerbank soll bis minus 10 Grad wirklich funktionieren, reibungslos. Was dann zu erwarten ist, ist, dass die vielleicht an Leistung verliert. Einerseits an der Energie, die wirklich gespeichert ist, und andererseits kann sie vielleicht dann nicht mehr so schnell die Geräte laden oder geladen werden. Abhilfe schafft das, wenn man die nachts in den Schlafsack zum Beispiel tut und für eine gewisse Temperatur auch beim Laden sorgt. Die Spritzwasserzertifizierung ist hier IPX4. Das ist so das Mindeste, was man jetzt bei einem
Outdoor-Produkt erwarten könnte. Bei den Nitecore-Produkten ist es teilweise IPX6, also noch ein bisschen besser geschützt vor Wasser. Und gerade bei der Summit- oder Carbo-Serie, das seht ihr schon, da hat man so einen Carbon-Mantel komplett rum. Da hat man noch eine größere Robustheit, sowohl was Sturzfestigkeit angeht, als auch Wasser. Carbon in beiden Fällen isoliert auf jeden Fall auch, deswegen ist es ganz gut. Minus 10 Grad sollten auch für die meisten Fälle wirklich ausreichen. Aber wenn wir über Robustheit sprechen, dann gibt es ein kleines Detail, was ich vielleicht nicht so gut finde, wo man noch dran arbeiten könnte. Denn zwar haben wir abgerundete Ecken, aber man kennt es immer, wenn man unterwegs ist, lässt man vielleicht mal seine Powerbank auch fallen. Das ist mir schon hunderte Mal passiert. Wenn ich die beim Laufen aus der Tasche irgendwie raushole, dann fliegt's mal doof auf den Stein, dann kommen da schon ordentliche Macken rein. Das hat Nitecore auch gemerkt und bei den nächsten Generationen dann gummierte Ecken angeführt. Das sieht man nur so ein ganz bisschen hier und die stehen so ein bisschen hervor, aber das macht total viel aus, weil natürlich die Powerbank, wenn sie runterfällt, irgendwie immer auf diesen Ecken landet. Und dadurch, dass die dann gummiert sind, hat man keine Macken und da geht irgendwie auch nichts kaputt und das Akku wird vor allem auch nicht durch so einen großen Schock irgendwie in Mitleidenschaft gezogen. Das fehlt natürlich hier bei der Flextail-Variante, die würde komplett auf dieser Kante landen. Was dann genau passiert, weiß ich noch nicht, da das natürlich auch das Erstprodukt ist und Langzeittests erstmal noch auf sich warten lassen. Aber es ist nicht nur spannend, was draußen ist, also das Material, sondern vor allem, wie die Technik da drin ist. Und erstmal grob die Werte, also wir haben eine 10.000 Milliampere-Stunden Powerbank, das sind hier 37 Wattstunden. Man muss natürlich immer gucken, wie lädt man seine Geräte, mit welcher Geschwindigkeit und wie kann die selber geladen werden. Hier gibt es ein Maximum von 22,5 Watt, was rausgeht. Das ist so der Marktstandard für diese Größe, ebenbürtig mit der neuesten Nitecore-Generation. Die alten hatten teilweise nur 18 Watt, deswegen finde ich gut, dass man hier den höchsten Standard hat. Was auch normal ist, ist dann die Eingangsleistung. Wie schnell kann man diese Powerbank laden? Man braucht so 2 bis 2,5 Stunden, wenn man die vollen 18 Watt wirklich verwendet. Die meisten Stecker haben 18 Watt, der hat sogar hier zum Beispiel 60. Da hatte ich auch im Video mal andere Powerbanks vorgestellt, die dann teilweise sogar mit 45 oder 60 Watt umgehen können. Da hat man natürlich die Möglichkeit, in den Pausen viel, viel mehr zu laden. Ich versuche auf meinem Kanal gerade jede Woche ein neues Video über Ausrüstung, Touren oder den Tracking generell für alle kostenlos bereitzustellen. Solltest du gerade meinen Kanal noch nicht abonniert haben, willst du mir wirklich unglaublich damit weiterhelfen, das jetzt einmal zu tun. Es kostet dich nichts, hilft mir aber weitere spannendere Videos zu machen und vor allem ja noch mehr Leuten das Tracking und den Outdoor-Bereich generell näher zu bringen. Und schau auch mal auf unserem neuen Videopodcast YouTube-Kanal Zeltgespräche rein, auf dem wir jede Woche ausführliche Gespräche mit spannenden Gästen wie zum Beispiel Fritz Meinecke oder Christine Thürmer hochladen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Vielen Dank. Was besonders auffällig war eben die Behauptung jetzt von Nitecore, dass sie bis zu 30% mehr reale Ladung hat als die Konkurrenzmodelle. Man hat immer ein bisschen weniger Ladung, da beim Laden der Geräte wirklich Energie verloren geht. Einerseits durch die Kabel, die man verwendet und andererseits auch durch die Hitze, die entweicht. Deswegen, wenn die 10.000 hat, kann man vielleicht insgesamt 7.000 rechnen, die dann real ankommen. Aber Flextail hat sich was Interessantes überlegt, nämlich einen Smart Efficient Mode. Und der sorgt dafür, dass vielleicht, wenn ich mein Handy lade, nicht immer notwendig ist, die höchste Geschwindigkeit zu verwenden. Also zum Beispiel 3 Ampere bei 5 Volt. Denn das geht zwar schnell, verbraucht aber auch durchschnittlich viel Energie. Deswegen gibt es einen Modus, der dann das Ganze nur mit 1 Ampere lädt. Dann braucht man teilweise 3-mal so lange, aber dadurch, dass dann weniger Hitze entwickelt wird, soll es bis zu 30% mehr Kapazität haben. Das heißt, man kann sein Handy vielleicht 2,8 Mal laden statt 2 Mal. So war, glaube ich, das Beispiel. Das ist natürlich sehr spannend, gerade für Outdoor-Touren, denn wenn man sein Gerät über die Nacht lädt, dann reicht einem natürlich diese Ladedauer von vielleicht 4-5 Stunden, dann muss es nicht schnell gehen. Wenn man dann eine Pause macht und will noch kurz seine Powerbank rausholen und sein Handy laden wieder wegpacken, dann ist vielleicht die volle Geschwindigkeit ganz gut. Anhand der kleinen LED kann man dann sehen, in welchem Modus man sich gerade befindet. Grün heißt wirklich volle Power bei der Ladeleistung. Wenn ich jetzt 2-mal auf den Power-Button schnell drücke, dann wird es rot und heißt begrenzt auf 1 Ampere und somit in dem effizienten Modus. Bei manchen Geräten musste ich einmal den Stecker erst trennen, umschalten und dann wieder reinstecken, sodass das Gerät auch erkannt hat, dass es langsamer geladen wird. Es gibt hier so eine Logik, dass ein Reserve- oder Notfallmodus immer bereitgehalten wird. Wenn man sein Handy anschließt und das Ganze geht dann bis zum gewissen Punkt
15% Restkapazität oder 10% Restkapazität, dann wird diese Drosselung eingeschaltet, um dann quasi den letzten 10 bis 15% noch ein bisschen mehr rauszukitzeln. Und da war ich jetzt ganz überrascht, denn ich habe natürlich auch reale Messungen durchgeführt, die wir uns gleich anschauen. Und da irgendwie, als es kurz vor Ende war, hat die Lampe geblinkt und dann ist es einfach ausgegangen. Ich hatte mein Gerät wirklich auf 2 Ampere gestellt, zum Vergleich, weil ich das auch bei den anderen Geräten hatte. Und da wurde in diesen Smart-Modus gewechselt und damit die Verbindung kurz unterbrochen. Bei einem Smartphone wäre das kein Problem. Da hätte man sich dann das Protokoll geändert im Prinzip und das Handy wäre langsamer weitergeladen worden. Also wie viel Kapazität ist wirklich drin? Was haben meine Messergebnisse gesagt? Ich habe die Powerbank jetzt gestern vollgeladen, über Nacht dann wirklich gleichmäßig mit so einem Gerät hier entladen. Da kann ich ganz einfach die Spannung einstellen, die das haben soll und habe als Vergleich auch bei meinen letzten Tests immer wirklich 2 Ampere nur genommen. Das ist so ein Mittelwert, dann zieht man mit 10 Watt relativ konstant Leistung, obwohl die Powerbank ein bisschen mehr könnte. Und der absolute Wert, den ich gemessen habe, waren 6.432 Milliampere-Stunden, was 33.744 Milliwattstunden bedarf. Um es kurz zu sagen, die Angaben sind gut. Die sind eigentlich nie so hoch, wie der Hersteller bewirbt. Da war eine Rated Energie von 7.000 Milliampere-Stunden geschätzt. Das könnte hinkommen, wenn man die ganze Zeit wirklich mit einer niedrigeren Leistung lädt, also 1 Ampere. Aber im Vergleich zur Nightcore, das kann ich mal sagen, da hatten wir bei der 3. Generation 32.047 Milliwattampere-Stunden gerechnet, Milliwattstunden. Also da schon mal deutlich besser und die wiegt noch weniger, nämlich 5-6 Gramm und damit natürlich ein viel besseres Verhältnis nochmal als die Nightcore. Also wer wirklich hier die absolut beste Leistung pro Gramm sucht, der ist in der Theorie jetzt erstmal bei der Flextel-Variante besser bedient und kann da sogar noch 10 Euro sparen, was ein bisschen auf Kosten der Robustheit vielleicht geht. Und ein wichtiges Detail bleibt noch, nämlich die Frage, ob die Powerbank Pass-Through-fähig ist. Das heißt, kann sie, wenn sie geladen wird, gleichzeitig ein anderes Gerät laden, also die Leistung weitergeben an ein anderes Gerät und sich selber dabei noch laden. Und erstmal ja, das ist auf jeden Fall möglich. Und das ist total wichtig, wenn man auf Tour ist und erstmal so wenig Gewicht, so wenig Kabel, so wenig Stecker wie möglich mithaben möchte. Vielleicht gibt es auch nicht ausreichend Steckdosen für alle Geräte und natürlich gleichzeitig dann einfach nur ein Teil, vielleicht auch beim Bikepacking reinstecken möchte, um dann vielleicht 4-5 Geräte in Schleife laden zu können. Und hier war das Problem bei den Nightcore-Geräten, im Gegensatz auch zu Produkten wie Inuit zum Beispiel, dass sie zwar Pass-Through konnten, aber der Chip intern das Ganze gedrosselt hat und die dann statt den 18 Watt nur noch die Hälfte ungefähr aufnehmen konnten, 9 Watt, und die wurden dann auch noch halbiert weitergegeben. Also hatte das Endgerät nur 4 Watt und die Powerbank selber wurde nur mit 4 geladen. Wie ist das also hier bei der Flextel? Ich habe mal so ein Setup angeschlossen und das stecken wir jetzt einfach mal rein und sehen im Prinzip hier, das werde ich euch mal vorlesen, genau was jetzt passiert. Es geht auf 5 Volt hoch. Auch sehe ich jetzt, dass die andere Powerbank angeht. Die wird auch mit 5 Volt geladen und es kommen 16 Watt rein von maximal möglichen 18 Watt. Das heißt, da sind wir jetzt sehr, sehr nah am Limit. Sie nimmt gerade selber 5 Watt auf und gibt dem Endgerät 10 Watt weiter. Das ist perfekt und ich habe es auch vorher schon mal getestet. Wenn die zweite Powerbank jetzt voll wäre oder das Smartphone oder die Kopflampe, dann geht die volle Energie auch weiter an die Flextel Powerbank. Da funktioniert die Logik soweit, das ist auch selbstverständlich und so reizt man auch in kurzen Pausen wirklich effizient das meiste aus. Und hier nochmal derselbe Test mit der Nightcore-Variante. Da sehen wir, gehen nur 10 bis 11 Watt rein und die vollen 10 Watt werden auch weitergegeben. Das heißt, die Powerbank, die ist eigentlich hier komplett sinnlos dazwischen. Die nimmt selber nichts auf und würde im Zweifel höchstens sich dann selber laden, wenn das Endgerät dann voll ist. Aber die Hälfte an Leistung geht, wie wir sehen, komplett verloren. Bei mir im Paket war übrigens noch so ein kleines USB-C-Gadget, was wirklich fast gar nichts wiegt, noch niemals 1 Gramm mehr auf meiner Waage, und dass ich einfach in meine Flextel Powerbank stecken kann und habe damit eine kleine, sehr effiziente LED-Taschenlampe. Die Lampe ist ausreichend hell, wiegt fast gar nichts, hat irgendwie 10.000 Betriebsstunden, wenn man das wirklich ausreizen will, und so verbraucht die nur einen halben Watt, glaube ich. Die kann man mit im Zelt nehmen und da, wenn man möchte, dann nochmal als kleines Add-on was beleuchten. Ich finde als Fazit also, dass die Zero Poise von Flextel wirklich eine sinnvolle Ergänzung in diese Reihe der mittlerweile 4 Powerbanks ist, die sich absolut auf den Einsatz im Outdoor-Bereich
für Ultraleicht-Tracking-Touren, Bikepacking und Trailruns fokussieren. Will man irgendwie mehr Leistung haben oder ein Display, dann gibt's da bessere Varianten, die nur ein bisschen mehr wiegen, wie die Produkte von Inui oder Ansman, die wir uns auch angeschaut hatten. Aber hier geht's wirklich ums letzte Gramm und eigentlich passt es so ganz gut, wenn man die 4 nebeneinander legt. Wir haben erstmal die Variante mit der höchsten Robustheit und der höchsten Zuverlässigkeit, die auch wirklich mit Kälte sehr, sehr gut klarkommt, noch bis minus unter 10 Grad, nämlich die Nitecore Summit, 176 Gramm. Danach folgt dann schon ein bisschen leichter die Nitecore Carbo, auch 10.000 natürlich, 162 Gramm und auch mit diesem Voll-Carbon-Body sorgt dann halt für eine größere Zertifizierung gegen Wasser, Staubschutz und auch Robustheit beim Fallen. Und dann kam die Nitecore 10.000 der dritten Generation, die dann vorher die leichteste Variante war, aber dann auch ein bisschen anfälliger war. Und jetzt gibt's eben noch eine leichtere Version, die dann vielleicht noch ein bisschen empfindlicher ist, aber durchaus dann 6 Gramm spart und vor allem dann auch noch effizienter ist, weil sie insgesamt mehr Energie wirklich fassen kann oder vielleicht auch rausgeben kann und auch vielleicht noch über dieses Gimmick verfügt, in diesen Smart-Modus zu gehen. Also ich finde es wirklich passend. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie die Nitecore-Produkte ersetzt oder andere Produkte ersetzt, aber für alle, die das absolut leichteste haben wollen, die das Design mögen und die noch 10 bis 20 Euro sparen wollen, da kann man die Flexel auf jeden Fall empfehlen. Ja, ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Alle Modelle werde ich natürlich unten auch verlinken. Würde mich mal interessieren, wie ihr das Modell findet. Vielleicht habt ihr es auch schon am Test gehabt und was Positives oder Negatives bemerkt, was ich hier noch nicht erwähnt hatte. Dann schreibt es mal gerne rein. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal.